Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, willkommen zum neuen Wochenorakel. Wir schauen, was die neue Woche fürs Kollektiv bringt. Ich lasse heute die Kommentare wieder offen. Ansonsten denke ich, die meisten haben es vernommen, dass ich sie, auch wenn ich manchmal sage, vorne, vielen Dank für jeden Kommentar und jedes Like, das ist schon so in mir drin. Nichtsdestotrotz behalte ich mir vor, das abzuschalten, weil es einfach zu viel ist manchmal. So, wir haben eine Woche, da geht es um unsere Grenzen. Also ihr könnt immer unterm Wochenorakel schreiben. Das kann jetzt sein, man muss jemandem Grenzen setzen oder man kommt an seine Grenzen. Wir haben, ja, vielleicht wird man an seine Grenzen gebracht und fühlt sich so mit allem anderen trotzdem verbunden. Das ist immer gut, ne? Wenn dir jemand gegen den Karren fährt und du weißt trotzdem, du ruhst in dir. Ich sehe da immer diese Haltung von diesem Buddha an, der irgendwo sitzt und mit allem zufrieden ist und verbunden. Das ist das Gefühl, alles ist okay. Vielleicht begibt sich jemand auch mit Absicht mal ins All-Eins-Sein rein, weil es wirklich ein starkes Gefühl ist und begrenzt dem Außen seine Zeit. Wir haben Neumond-Energie mit dabei. Das ist Inspiration, Neubeginn, Detox. Und wir haben Ahnenthemen. Unterm Deck haben wir die Lupe. Da ist es immer so, dass ich denke, man darf schon mal irgendwo genau hingucken. Vielleicht ist es auch so, dass man sich damit befasst, wie ist meine Geschichte, wo komme ich her, wie bin ich bisher mit allem umgegangen. Aber ich für mich habe auch festgestellt, dieses ständige Überanalysieren, das macht die Probleme am Ende größer, als sie wirklich sind. Also es passt schon gut, ne? Bevor du überanalysierst, sei angebunden, setze Grenzen, schließe Frieden mit dem, was jetzt ist. Das Außen spielt ja eine große Rolle. Das passt wieder ideal, ne? Weil hier möchte man sich vielleicht nicht so zeigen, man möchte raus aus der Öffentlichkeit, man möchte eher diesen Weg, wo man sagt, oh, ich habe keine Lust, mich so zu zeigen. Anscheinend ist es auch ein Thema. Das kann jetzt auch an viele gehen, die nicht allein sein können, ne? Oder die immer denken, mir geht es alleine nicht gut, dass das so ein Lernthema ist. An sich ist es eine Phase, wo sich etwas auflöst, was nach Herausforderung klingt. Es kann unsere Kinder betreffen, unsere Freundschaften, Kollegen, das Umfeld, Tiere auch. Es kann ja sein, dass Umzüge stattfinden, dass Dinge im häuslichen Bereich zu klären sind. Das kann das Gegenüber betreffen, unsere Kinder, irgendwelche Freunde auch. Ich habe das Gefühl, dass man hier sehr das Umfeld anguckt, ne? Was ist da stimmig? Wo bewege ich mich in eine falsche Richtung? Wo sind Dinge, die ich vielleicht auch selber übersehen habe, die jetzt wichtig werden? Das ist hier so sehr spannend, denn wir haben mit dem Bären und der Sonne tatsächlich eine Situation, das ist so, da ist einem das Krafttier sehr nahe, ein Ahne oder ein Geistführer. Da wächst das Vertrauen, das sind vielleicht auch so Ratgeber, väterliche Freunde. Das ist so eine Energie, da ist man voll im Vertrauen und man fühlt sich geschützt, gestärkt und groß. Die Sonne liegt ja im Haus der Sense, hier ist plötzlich eine Kraft zur Verfügung, die es vielleicht vorher nicht war oder auch
Sachen, die uns energetisch ein bisschen angefressen haben, ne, wo man sagt, oh, ich habe jetzt so viel Energie verbraucht, ich tanke auf. Wir haben eine wunderschöne Energie zu den Finanzen, zum Beruf. Hier kann sein, dass irgendwelche Konflikte sind mit dem Thema Geld, die man umsetzt oder wo man einen Verlust auch ausgleicht. Die Sonne da drauf ist jedenfalls eine schöne Energie. Es kann auch sein, dass die Karten sagen, mach dich streitbar. Bei Konflikten um das Thema Geld gebe nicht klein bei, weil hier ist ja eigentlich die Größe. Die Selbstständigen haben hier eine schöne Energie. Der Turm legt sich ins Haus der Sterne. Die Sterne liegen oben drüber. Das ist ein bisschen Glück. Das sind Visionen, die man vergrößern darf. Es kann auch sein, dass einen Personen inspirieren. Es kann aber auch sein, dass es das Gegenüber betrifft. Es kann auch sein, dass Dinge mit Ämtern oder Behörden irgendwie sehr gut laufen oder vorangehen. Das finde ich jetzt sehr schön, gerade auch wegen den Einstiegskarten mit dem All-Eins-Sein. Wir haben hier in der Mitte des Kartenblattes eigentlich nur uns liegen. Das Schöne ist, wir legen uns jetzt ins Hause des Außens rein. Ne? Das Außen liegt hier ganz oben und es passt eigentlich wunderbar. Man denkt ja über sehr vieles nach. Über die berufliche Situation, über die häusliche Situation, über Verluste vielleicht auch im finanziellen Bereich. Man analysiert sein Umfeld. Wir haben aber die Situation, dass wir auf tolle Entscheidungen gucken. Die Entscheidungen liegen im Hause des Turmes. Das ist auch immer so, wo mache ich mich unabhängig von etwas, was von außen auf mich einströmt, was ich so eigentlich nicht möchte. Und da entstehen eben die Wege draus und die liegen hier sehr schön am beruflichen Bereich, am finanziellen. Möglichkeiten, die wir mit einbeziehen können. Stress, den wir minimieren können. Ich habe hier sehr viele Nachrichten, Gespräche und Austausch, die mit Entscheidungen zu tun haben oder die neue Möglichkeiten mitbringen. Das kann auch sein, man schnappt mal etwas auf, ne? Man hört etwas und denkt, okay, gute Idee, könnte ich mich irgendwie dran machen. Es kann sein, dass es eine Woche ist, wo man viele Entscheidungen trifft oder Möglichkeiten in Erwägung zieht, die eine Veränderung mitbringen, die langfristig auch Wachstum bringt. Das hatten wir letzte Woche schon mal so. Hier ist der Berg im Haus der Maus drin. Da bröckeln Blockaden. Da ist eine Häutung in irgendeinem Bereich. Man hat so eine genesende Energie auf den Dingen, die sich verändern oder für die man selbst im Leben eine Veränderung erschaffen möchte. Wir haben hier sehr viel Transformationsenergie im Hause des Gegenübers. Das sind so Anfang und Ende Dinge, das sieht man hier auch. Hier liegt das Gegenüber, hier ist die Maus, hier wird umstrukturiert, hier ist vielleicht eine Sache, die beendet wird und neu begonnen. Wir haben ja hier auch Neubeginnstimmung. Das kann jetzt etwas sein, was schon länger geht, was sich auf viele Bereiche auch ausübt. Aber wir haben auch die Liebe daneben. Wir haben das Geheimnis im Haus der Liebe. Diese Konstellation habe ich auch schon länger. Das betrifft nicht alle, aber es kann eben sein, dass man Konkurrenz kriegt und dass vielleicht die Vergangenheit nochmal wichtig wird oder sich meldet und dass dann eben auch
nicht ausgesprochen wird oder im Geheimen auch passiert, das kann sein. Ich habe unten im Haus des Berufes die Sense dran. Im Prinzip ist es so, dass sich da etwas auflöst. Es betrifft uns selbst, es ist mit Nachrichten verbunden, es sind vielleicht auch Wechsel, es können auch Trennungen sein, es kann sein, dass Kollegen weggehen, es kann sein, dass man sehr präsent sein muss. Nichtsdestotrotz kann es auch andersrum sein, dass man Kollegen hat, die einem etwas abnehmen, die etwas minimieren. Beide Situationen sind möglich. Wir haben eine Doppeldeutung, wir haben das Schiff im Haus des Kreuzes und das Kreuz im Haus des Schiffes drin. Da geht es um unsere Lebensreise, da geht es tatsächlich auch um unsere Ahnen, um unsere Geschichte. Es kann auch sein, dass das Leben uns in eine andere Richtung lenken möchte oder uns Vorschläge unterbreitet, wie etwas in die Veränderung kommt, die angenehmer ist als bisher. Für alle, die verreisen möchten, kann ja auch sein, dass so Umschwünge während einer Reise sind, dass es Kurskorrekturen gibt, Zeitverschiebungen, irgendwie sowas, was als herausfordernd dargestellt ist. Ich habe den Ring hier im Hause des Schlüssels drin. Bei allem Vertraglichen, was hier zu sehen ist, gehen neue Türen auf. Wir haben sie hier in der Häuslichkeit, hier in der Spiegelung, am Beruf, an der Liebe, an Entscheidungen und auch an Themen, die mit den Finanzen zu tun haben. Hier sieht man neue Wege für die Finanzen, auch da sieht man Gespräche drin. Möglicherweise ändert man was an der beruflichen Situation. Man hat was mit den Ämtern oder Behörden und wird da unabhängiger oder man bekommt etwas, auf das man gewartet hat. Ich habe die Familienkarte im Haus der Sonne drin und da zeigt sich etwas, was so ein bisschen flüssiger jetzt wird, was wir auf dieser Ahnenebene haben. Weibliche DNA, aber eher beim Gegenüber. Es kann auch sein, dass sich hier etwas, was unklar ist, aufzeigt, weil man genauer hinguckt. Ich habe in unserem Hause das Kleeblatt drin, das ist schön, das ist das Glück, das ist der Glücksmoment, das ist das Alltagsglück. Es kann ja aber auch sein, dass einem irgendwas viel zu oberflächlich ist und man sortiert es aus. Ich habe hier den Schlüssel im Haus des Mondes. Das ist etwas, was sich auch auf der emotionalen Ebene dreht oder bewegt, wo ich denke, es ist sehr gut, dass man mal genauer hinguckt. Wir haben nämlich den Mond im Haus der Familie oder auch des Unfriedens und hier mit dem Kreuz schon auch so Themen, die einen emotional belasten oder vielleicht schon länger auf einem liegen. Und hier ist es einfach möglich, diesen Konflikt zu beenden, loszulassen. Sich auch dem zu begrenzen, was immer nach unten zieht, ne? Oder die eigene Reise erschwert. So, was kriegen wir jetzt hier noch? Ja, das kann sehr gut sein. Hier ist die Petunie, es geht ein bisschen um Schuld, Reue, Bitterkeit, Vergebung. Ja. Möglicherweise ist das auch ein Thema, wo man mal sich selber die Grenze zieht und sagt, so, ich habe das genug bearbeitet. Ich übernehme nicht die Schuld mehr. Ich habe mein Bestes getan. Was ich aber auch sehen kann, ist, dass man zum Beispiel
sich lange genug auch selbst kasteit hat mit irgendeinem Thema, vielleicht auch nicht ehrlich zu sich selber war und wo man sich den schwarzen Peter mal so hat unterschieben lassen, ohne dass man genauer hingeguckt hat. Ne? Es kann jetzt auch ein partnerschaftlicher Aspekt sein. Und hier haben wir am Deck unten noch die Geranie. Das ist vom Sternzeichen her Jungfrau. Das ist irgendwie so die Gärtnerenergie. Ne? Da pflegt man etwas, man arbeitet, man hat sehr viel Schaffenskraft. Die Arbeit und der Fleiß dieser gärtnerhaften Energie, die wirken sich auch noch in die nächsten Monate aus. Jedenfalls eine Woche, wo wir das, was wir uns vornehmen, auch durchsetzen sollen, wo wir zur Tat schreiten, wo wir eben nicht die Flinte ins Korn werfen. Im Prinzip ist es so, dass man einen Erfolg erarbeitet. Es ist egal, ob das auf den Emotionen ist oder im Arbeitsbereich oder das, was einem eben wichtig ist. Kann auch sein, es steht Beziehungsarbeit an, auch das ist möglich. Es geht auf jeden Fall darum, da wo man selbst Veränderung möchte, dass man da dran geht. Vielleicht auch eine Woche, in der sehr viel gearbeitet wird oder man verarbeitet oder verdaut. Man muss das, was man annimmt oder anstreben will, das muss man sich erarbeiten und verdienen im Prinzip. Das Gute ist, es zahlt sich nachher und in den nächsten Monaten aus. Wir haben Jungfrau dabei, ne? Das ist so in den nächsten Monaten dann auch ein greifbares Ergebnis. Mir kommt ja auch immer so ein bisschen durch, dass man sich selbst vergeben muss, dass man etwas gut sein lässt und dass man mit dem, was ist, im Reinen ist. Und dass man dafür, für das, was man selbst verändern möchte, eben auch die Ärmel hochkrempelt und etwas erschafft, was einem dienlich ist. So, nehmen wir noch den Glücksimpuls, dann dürft ihr noch für eine Auswahl dranbleiben. Hier kommt Unterstützung und es ist eine Woche, wo man sehr viele Chancen hat. Das sieht man hier. Wir gucken in die Wege rein. Wie die jeder nutzt, ist dann auch persönliche Sache. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch und wir hören uns. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Wir schauen einen kleinen Impuls persönlich für die nächste Woche. Was sind Themen? Da haben wir hier 3, dann nehmen wir hier auch 3. So, dabei belassen wir es mal. Ich lege uns heute auch nichts hin. Wählen wir intuitiv, damit es auch schön schwer ist. Und ich habe mich schon entschieden, ich nehme die linke Seite. Schauen wir, was ist darunter. Es ist eine Zeit, wo man Leichtigkeit pflegen soll, nächste Woche. Hier ist Spielenergie, hier ist Freude, hier ist Wunder. Leichtigkeit inspiriert auch so
neue Ziele zu setzen, sich mal rauszunehmen, das passt auch zum Alleinsein, ne? Sachen mal spielerisch regeln, nicht immer so mit dieser Härte und Strenge. Dann haben wir das Thema Vertrauen. Hier ist es so, dass man vielleicht irgendwie ein Gebet abgegeben hat und dass man denkt, irgendwas erfüllt sich nicht, es will nicht voran, aber die Karte sagt, bleib im Vertrauen, deine Dinge verwirklichen sich. Wir haben die Wellen des Wohlstandes, das passt sehr gut zum großen Blatt. Da gucken wir auch in neue Chancen rein, in viele auch, die sich auftun. Wir haben die Eiche. Da geht es um Erdung, da geht es um Kraft, da geht es um das Verbinden von der weiblichen und männlichen Seite. Möglicherweise ist es so, dass man sich auch tatsächlich wieder stärker fühlt. Die Eiche, die steht, die hat eine Grundenergie, an der man sich anlehnt. Dann haben wir das wahre Ich und macht das Herz auf, zweimal rot. Da geht es um das, was man in die Wiege gelegt bekommen hat. Ne? Man zeigt der Welt, wer man ist. Das ist auch so ein Ding. Ne? Was tragen wir von uns nach außen? Was behalten wir für uns? Und da darf man ruhig noch mal ein bisschen Gas geben, das zu zeigen, man kann authentisch sein. Und es geht nochmal darum, vergangene Blockaden hinter sich zu lassen. Nicht verbittert zu sein, sondern tatsächlich auch, passt zu den anderen Karten, dass man eben ohne Schuld und Reue das Herz wieder öffnet. Vielleicht ist es auch eine Woche, wo man endlich die Kraft dazu hat. Wir haben einen Genesungsprozess, der uns zur Ganzheit führt. Wunderschön. Wir haben Element Luft, Zwillinge, Waage, Wassermann, Energie und wir haben Element Wasser, Fische, Krebs und Skorpion. Wir schauen auf die andere Seite. Ihr habt das Genesen von Mutterthemen. Da dürft ihr mal angucken, inwieweit ihr da voran seid. Wir sind Mütter, wir haben vielleicht auch eigene Töchter. Ich ja jetzt nicht, aber vielleicht ihr. Oder man ist selber Tochter, wie fühlt man sich da, was war da? Ihr habt die Möglichkeit, euch hier auch Sachen anzugucken. Es sind viele Möglichkeiten da, die ihr erkunden dürft oder auch abwägen, was ihr verändern wollt. Es kann bei einigen um die Selbstständigkeit gehen oder um Selbstständigkeit im Beruf, aber ich sehe es auch so, dass da etwas ist. Selbstständigkeit ist für mich auch Unabhängigkeit. Ne? Ihr habt die Haselnuss, da lichten sich die Schleier, da guckt man mal hinter die Fassade, die Sensibilität ist hoch, man spürt viel. Ihr habt den Neubeginn, hier sind Entscheidungen und Möglichkeiten und Gelegenheiten, die euch erlauben, wie Phönix aus der Asche aufzustehen. Und hier ist das Schleierkraut. Hier dürft ihr euch auf das besinnen, was mal euer Grundgedanke war. Ne? Möglicherweise hat man sich hier irgendwo verzettelt oder zu viel in Erwägung gezogen. Und das Schleierkraut sagt einfach, gucke mal, was dein erster Gedanke war. So, dann ist es eine Woche der Reinigung und eine Woche der Produktivität. Hier ist das Löwenmäulchen drauf und hier der Kürbis. Ihr habt von den Elementen einmal Erde, Stier, Steinbock, Jungfrau, Energie und ihr habt Luft, Zwillinge, Waage, Wassermann. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Ich drücke euch bis bald.